Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Aus gegebenen Anlass, also ich habe eigentlich ziemlich genau das gleiche Video schon mal gemacht, aber das tatsächlich wieder gefragt wurde und solche ähnlichen Fragen kommen tatsächlich eigentlich öfter, deswegen dachte ich mir, okay, dann wird es mal wieder Zeit für ein neues Video darüber. Und zwar reden wir heute über XP und wie man am meisten XP bekommt und warum man die Party-Einstellungen so macht, wie man es eben macht. Und wie ihr es machen sollt für maximal XP. Ich probiere mich relativ kurz zu fassen und zeige das Ganze an zwei Beispielen auf. Ist relativ simpel. Also generell, wie ihr eure Party-Einstellungen ändern könnt, ist einfach Party Level 10 erreichen. Dann müsst ihr auf Ändern drücken oder auf Change, wenn ihr auf Englisch spielt. Und müsst die Party zu einer sogenannten erweiterten Party oder auch ADV für Advanced, also ADV die Abkürzung für Advanced Party, umwandeln. Und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr die Einstellungen, abgesehen von Item-Aufteilung und Suchmodus, die könnt ihr natürlich auch so ändern, aber die XP-Aufteilung, die könnt ihr erst ändern, wenn es eine erweiterte Party ist. Und es gibt auch nur zwei XP-Modi, das ist relativ simpel. Einmal Schaden und einmal Level. Und da stehen Erklärungen dabei, aber die sind nicht ganz so gut. Also, na gut, bei der XP ist eigentlich schon nicht schlecht. Auf jeden Fall grundsätzlich funktioniert es so, Party auf Level. Bedeutet, die Party werden nach Level vergeben. Das ist aber relativ nichtssagend. Das bedeutet einfach, die Party-XP werden anteilig an alle Member verteilt, sodass jeder nach seinem Level, also den Faktor kann ich euch tatsächlich nicht erklären, da müsste man in den Code gucken können, was ich nicht kann und das darf man eigentlich auch nicht. Wie das funktioniert. Jedenfalls ist es so grundsätzlich, dass man da die gesamte XP für alle Member aufteilt. Also zum Beispiel, ich kriege 1%, habe 4 Leute in der Party. Also das Monster gibt 1%, wenn man es tötet, mit zum Beispiel Level 39. Ja, und dann hat man aber 4 Leute in der Party und nicht eine Person. Das heißt, es gibt nicht 1%, sondern es gibt für 4 Leute 0,25%. Das funktioniert nur genau so, wenn sie alle wirklich auf dem gleichen Level sind. Wenn sie nicht auf dem gleichen Level sind, dann wird anteilig noch das Level berücksichtigt. Aber grundsätzlich ist es trotzdem so, dass jeder quasi ein Viertel bekommt. Nur je nach Level kann das halt mehr oder eben auch weniger sein. Genau. Aber so funktioniert es grundsätzlich. Also die XP werden einfach durch alle Member, die eben anwesend sind, geteilt. Viel interessanter ist der Party-Modus Schaden. Der ist nämlich auch ein bisschen komplexer. Der funktioniert grundsätzlich so, jeder, der sich aktiv am Kampf beteiligt, das heißt Schaden austeilt, Schaden einsteckt oder heilt, das sind die 3 Sachen. Es gibt nichts anderes, das sind die 3 Sachen, die zählen. Bekommt aktive Party-XP. Und aktive Party-XP bedeutet letztendlich einfach nur, hey, du hast am Kampf teilgenommen, das heißt, du kriegst einen aktiven Faktor reingedrückt. Und der aktive Faktor ist das, was sich eben von Party-Level, Party-auf-Level unterscheidet. Nämlich nicht einfach kriegt pauschal jeder zum Beispiel ein Viertel, wenn es 4 Leute sind, sondern du kriegst halt eben diesen aktiven Faktor. Und der aktive Faktor ist vor allem grundsätzlich dafür gedacht gewesen, dass halt Ringmaster und Tanks, die sich am Kampfgeschehen beteiligen, früher in den alten Party-Varianten von Flive PC zum Beispiel nie berücksichtigt wurden. Die haben zwar ihren Hackmack gemacht und alles drum und dran, haben aber letztendlich nur viel XP bekommen, wenn sie wirklich Monster getötet haben. Das müssen sie jetzt aber nicht mehr. Sie müssen lediglich heilen und Schaden austeilen oder einstecken. Und dann wird es genauso gewertet, wie als hätten sie auch Monster getötet. Nur, dass die gleiche Anzahl an Monstern getötet werden muss. Es müssen dann nicht mehr Monster getötet werden und nicht jeder muss seine Monster töten, sondern der levelnde Char tötet ganz normal Monster. Er kriegt die aktive XP, also ganz normal die XP, die auch ohne Party bekommen würde im Endeffekt. Und diejenigen, die sich daran beteiligen, die kriegen auch mehr XP. So wie als hätten sie selbst ein Monster getötet, zum Beispiel, wenn sie nicht in der Party wären. Es ist natürlich nicht ganz so schön, das wäre ja wunderschön, wenn es so wäre. Also der aktive Leecher, der kriegt tatsächlich trotzdem anteilig ein kleines bisschen weniger. Also es ist nicht exakt 1:1, aber es ist extrem gut. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Monster mit einem Blade tötet, man wird währenddessen von einem Ringmaster geheilt, bekommen beide etwa so viel XP, wie als hätten sie beide Solo und Monster getötet. Der Blade bekommt wirklich so viel XP, beziehungsweise sogar noch einen kleinen Bonus. Und der M kriegt ein kleines bisschen weniger. Das als Beispiel. Bei einem Tank würde es genauso funktionieren. Theoretisch auch bei 2 Damage-Dealern. Das ist mal so das Grundsätzliche bei Party auf Schaden. Und jetzt ist aber noch interessant, dass man mit Party auf Schaden mit 2 Charaktern, auch wenn der andere nichts macht, so wie das jetzt bei mir die ganze Zeit der Fall ist, tatsächlich davon profitiert. Weil was ich auf FEC gesehen habe, was mich immer wieder aufregt so ein bisschen, sind Leute, die komplett alleine Flive spielen. Dafür kann es gute Gründe geben und ich meine, jeder kann das Spiel so spielen, wie er will, keine Frage. Aber man verschwendet einfach XP und das Ganze möchte ich euch heute demonstrieren. Und zwar ist es so, wenn ihr eine Party auf Schaden habt und mit einem anderen Charakter zusammen levelt,
dann kriegt ihr einen XP-Bonus. Und dieser XP-Bonus beträgt exakt 10%. Ihr bekommt einfach so 10% mehr XP. Also ich bekomme jetzt einfach nur 10% mehr XP dafür, dass meine M hinter mir rumläuft, obwohl er nichts macht. Der trägt nichts bei, der hielt mich nicht, der macht einfach gar nichts. Trotzdem kriege ich 10% mehr, einfach nur durch seine Anwesenheit, aber nur bei Party of Schaden, dass er da ist. Und das kann ich euch jetzt mal pseudomäßig durchführen, weil die XP so niedrig sind, dass man es nicht richtig sieht. Also ich habe jetzt 81, 96, 59. Ohne meine M kriege ich 0,0019. Das heißt, jetzt müssen das 7,8 werden. 7,8, genau. Dann join ich wieder mit ihm. Töte wieder ein Monster. Wie gesagt, die XP sind so niedrig, das sieht man jetzt natürlich nicht so gut. Und jetzt komme ich auf 9,8. Also 81, 96, 9,8. Genau. Und there we go. Also der Unterschied ist quasi 0,0001. Und das ist natürlich extrem wenig. Da kann man das natürlich nicht wirklich gut ablesen. Bevor ich euch jetzt aber in einer besseren Demonstration zeige, wo man es auch wirklich klar sieht, dass es wirklich 10% mehr sind, habe ich jetzt noch meinen Ranger hier am Start. Die Party ist immer noch auf Schaden. Und jetzt könnte man ja denken, der richtig Schlaue denkt jetzt, ja, dann hole ich mir einfach 8 Chars und kriege hier 80% mehr XP. Beziehungsweise 70% für jeden Leecher 10%. Ja, das funktioniert nicht. Wie ihr gesehen habt, ein weiterer Char ist anwesend. Und normalerweise hätte ich jetzt mindestens 0,0021 kriegen müssen. Habe aber immer noch nur 0,0020 bekommen. Ganz einfach, das funktioniert nicht. Man kriegt diesen Bonus bei Party of Schaden, egal ob der Leecher aktiv oder inaktiv ist, nur einmal. Also, das heißt, was haben wir gelernt? Jeder, der sich aktiv am Leveln beteiligt, Heilen, Schaden aus Zeitschaden einsteckt, bekommt mehr XP. Das ist der sogenannte aktive XP-Bonus, das mal so am Rande. Und einfach nur dafür, dass die Party auf Schaden steht und wir mindestens zu zweit sind, im Levelbereich natürlich. Also mit einem Level 1er Leech würde es nicht funktionieren. Man muss natürlich hier dieses Mindestlevel erfüllen, das immer ausgängig vom Party-Leader oder vom höchsten Spieler in der Party berechnet wird. Und wenn wir das haben, dann kriegen wir einfach so 10% mehr XP. Einfach so. Aber nur bei Party of Schaden, bei Party of Level ist das nicht so. Und jetzt demonstriere ich das Ganze nochmal in einem niedrigeren Levelbereich. Und um euch das Ganze jetzt noch ein bisschen besser zu demonstrieren, sind wir jetzt in einem niedrigeren Levelbereich mit 2 von meinen Low-Level-Chars. Das sind eigentlich meine einzigen Low-Level-Chars, die ich habe. Und demonstriere ich das mal kurz. Also wir merken uns hier 32.5888. Das ist meine Ausgangs-XP. Die Monster sind ein Level über mir. Partys auf Schaden, aber jetzt gerade spielt das keine Rolle, weil ich bin eh allein in der Party. So, jetzt habe ich 329429. Das geben wir jetzt einfach mal in den Taschenrechner ein. Hier richtig unprofessionell. Ich habe es natürlich vorher schon mal durchgerechnet, keine Sorge. Minus 32,5888. Dann kriegen wir 0,3541 kriegen wir hier raus. Okay. Das heißt, das ist unsere XP ohne diese angeblichen, was ich behaupte, 10% XP-Bonus. Jetzt joinen wir mit dem Mage. Sehen wir hier schon XP-Bonus, bla 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 bla. Diese Formel da oben versteht, by the way, kein Mensch. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Jedenfalls töte ich jetzt das gleiche Monster nochmal. Noch ein Small Totemia Level 39. Und jetzt haben wir diese 329429. Also hier stehen sie eh. 32942. Achso, Moment. Ich bin dumm. 3338. Alter, was ist das? Was ist das für eine XP? Was? 3333335? Das schon gar nicht. Ich sehe nicht richtig. Das ist natürlich lustig. 9429. Und boom, was kriegen wir raus? 0,3906. Und jetzt müssen wir davon noch unsere 0,3541 abziehen. Und das heißt, unser XP-Bonus beträgt 0,0365 haben wir jetzt mehr bekommen. Ja, und wer hätte es gedacht? Das ist nicht ganz genau, aber doch schon ziemlich genau 10% von 0,3541. Können wir auch nochmal nachrechnen. Und zwar 0,3541 mal 0,1. Und jetzt sehen wir, es ist quasi 0,0. Ja gut, wir wissen nicht, was hinter der 5 steht. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich genau 10%. Wie gesagt, was dieser XP-Bonus hier oben bedeutet, kein Mensch weiß, was das bedeutet. Hier steht 14% plus 25% mal Active. Kein Mensch versteht, was das bedeutet, weil es
ist halt einfach nicht so. Es sind literally einfach 10% mehr XP. Muss man auch nicht verstehen. Man weiß einfach nur, Party aus Schaden mit mindestens 2 Leuten gibt mehr XP. Für alle Beteiligten, by the way. Und ist halt vor allem für den levelnden Charakter, auch wenn der Leecher inaktiv ist, sehr relevant. Für den Leecher ist es hauptsächlich relevant, dass er aktiv ist. Oder für den Leecher zählt in der Regel, bin ich inaktiv oder bin ich aktiv. Aktiv bedeutet sehr viel XP. Inaktiv bedeutet einfach passiv ein bisschen XP. Aber vor allem für den Leveler ist es in dem Fall von Vorteil. Das heißt, es macht einfach immer Sinn, mit mindestens 2 Chars in der Party zu sein. Und am besten ist es, wenn es mindestens 2 Chars sind, die beide aktiv sind. Genau. Und das war es ja schon, was man so ungefähr wissen muss. Wobei ich da auch noch dazu sagen muss, es gibt auch noch eine Ausnahme, das kann ich euch jetzt hier nicht demonstrieren, das würde den Rahmen des Videos sprengen, ich wollte kein so langes Video machen. Jedenfalls, wenn ihr jetzt 5 RMs hinter euch habt, die hier in alle, könnte man ja denken, man ist super schlau, der Blade tötet ein Monster, 5 RMs heilen ihn und es ist wie, als hätten die Leute zusammen, also alle Leute kriegen, also die ganze Party kriegt so viel XP, wie es wären 6 Monster gestorben und dann könnte man das ganze Game austricksen. Das funktioniert tatsächlich nicht, wenn es dann mindestens 2 oder 5 Supporter sind, wird die XP von den aktiven Leechern wieder anteilig verringert, weil sonst wird es ja das System abusen. Also das funktioniert tatsächlich nicht. Und was auch nicht funktioniert ist, wenn wir jetzt hier zu 8 in der Party sind, auf Schaden, dann kriegt der Leveler nicht 80% mehr XP, also nicht 8 mal diese 0,035 mehr, nein, sondern er bekommt lediglich einmal diese 10% und danach ist finito, jeder weitere bewirkt einfach gar nichts. Genau. Und ja, das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich erklärt und ihr habt hoffentlich was Neues gelernt. Könnt es ja gerne auch selber ausprobieren und mir von euren Erfahrungen berichten. Und ja, wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Danke euch fürs Einschalten und ciao, ciao.